Hallo und herzlich willkommen in einem neuen Video. Hast du auch nicht viel Platz und weißt nicht, wie du deine Videos machen sollst, wie du dein YouTube-Studio einrichten sollst oder dein Streaming-Studio? Ich habe dasselbe Problem. Im Laufe dieses Videos erfährst du, wie ich mit wenig Platz umgehe. Insgesamt sind es ca. 9 Quadratmeter, die ich nutze für mein YouTube-Studio, und ich möchte dir in dem Video die Möglichkeit geben, mittels eines Behind the Scenes einfach zu sehen, wie das Ganze funktionieren kann, damit auch du deinen Platz optimal nutzt. Hallo, mein Name ist Alexandra Grein, ich bin Fotografin und Videografin und mache hier auf YouTube Tutorials, Reviews und Vlogs rund ums Thema Fotografie und Video. Die Videos auf diesem Kanal geben dir einen Einblick in mein Leben und werden dir helfen, deine Fotografie- und Videoskills zu verbessern. Solltest du es noch nicht gemacht haben, dann klick auf den Abonnieren-Button direkt unter dem Video, um meinen Kanal zu abonnieren und keins meiner Videos zu verpassen. Ich habe immer das Problem mit zu kleinen Räumen. Vor allem die Räumlichkeit, die mir zur Verfügung steht, um meine Videos zu machen, ist nicht sehr groß. Deswegen musste ich mir eine Möglichkeit einfallen lassen, wie es denn sehr wohl geht. Und was mache ich genau? Ich nutze einen Greenscreen. Jetzt ist aber so, beim Greenscreen gibt es ein paar Dinge zu beachten, wie zum Beispiel richtige Distanz zum Greenscreen, Beleuchtung des Greenscreen, Kameraentfernung und Bildausschnitt. Das ist auch der Grund, warum mein Bildausschnitt nur so klein ist, weil ich einfach nur einen schmalen Greenscreen habe und deswegen nicht mehr Möglichkeiten. Aber wie gesagt, mein Studio-Setup hat 3x3 Quadratmeter und ist jetzt nicht unbedingt die Welt. In einem kleinen Behind-the-Scenes-Video jetzt dann zeige ich dir, wie ich das so eingerichtet habe, welche Lichter ich nutze oder wie ich die Beleuchtung nutze und warum, um ein gutes Ergebnis zu bekommen. Zuerst noch der Proof, dass ich wirklich Greenscreen nutze. Das ist er. Er ist maximal nicht mal ganz eine Armlänge entfernt, wie man hier schon sieht. Das Licht ist tatsächlich ein echtes Licht. Das gibt mir hier einen schönen Schimmer auf den Schultern und da im Gesicht auch noch ein bisschen was. Ist aber, weil halt alles so nah ist. Wenn ich mehr Platz hätte, dann würde ich das Licht weiter wegstellen und vor allem, wenn der Greenscreen breiter wird. Weil dann müsste ich nicht immer Angst haben, dass wenn ich meine Hände rausgib, dass ich das nicht abschneiden kann oder sowas. Jetzt habe ich meine Kamera genauso eingestellt, wie breit der Greenscreen ist. So, und jetzt zeige ich euch den Greenscreen, mein Studio-Setup und wie dieser Greenscreen mechanisch funktioniert. Wie das Ganze dann in der Post-Production funktioniert, da gibt es genug Videos, aber vielleicht mache ich dann noch ein eigenes. So, das ist mein Greenscreen und mein Studio-Setup. Mein kleines, ich sitze hier normalerweise auf diesem schwarzen Hocker. Ich weiß, mein Tisch ist jetzt nicht optimal, das ist der Grund, warum man den nie im Video sieht. Und jetzt möchte ich mal kurz zeigen, das hier hinten ist mein Backlight. Der Greenscreen ist echt nicht breit. Und hier habe ich schon das erste relevante andere Licht. Ich zeige das mal von da. Der leuchtet in einen Winkel, um meinen Greenscreen von der Seite aus zu leuchten. Der leuchtet im Prinzip diese ganze Seite aus. Das ist dort, wo ich sitze. Warum leuchtet man das aus? Damit der Greenscreen keinen Schatten wirft oder kaum. Jetzt stehe ich ein bisschen im Licht, das heißt, ich werfe hier natürlich einen Schatten und da siehst du noch mehr Schatten. Das ist wichtig, dass keine Schatten da sind. Dann habe ich hier noch ein zweites, was einfach die andere Seite ausleuchtet von dem Greenscreen. Und jetzt gehen wir mal kurz ein Stückchen weiter raus. Hier ist mein Mikro, also wenn ich hier sitze, dann schaut das Mikro ganz genau auf mich und ist auch nicht sehr weit entfernt. Ich zeige euch das. Hier haben wir mein Licht, um meinen Greenscreen auszuleuchten, mein Backlight, mein Mikro, mein Keylight und das zweite Licht, um den Greenscreen von der anderen Seite zu leuchten. Hier habe ich meine Kamera. Das ist mein ganzes Studio-Setup. Ich gehe mal weiter rauf. So, ich nutze hier meine EOS R mit einem Weitwinkelobjektiv, aber nicht auf Weitwinkel, sondern zwischen 28 und 35 mm. Ich habe dann noch das andere 50 mm Objektiv, das wäre zu nah, da müsste ich so weit hinten stehen. Hier habe ich ein zweites Licht, das habe ich heute aufgebaut, einfach aus dem Grund, dass ich vorne auch Licht habe. Weil ich habe das Feedback bekommen, dass es viel zu dunkel ist, wenn ich was in die Kamera halte. Und deswegen, hier Licht. Dann habe ich hier mein Licht, um die Gegenstände, die ich in die Kamera halte, zu filmen.
Hier nutze ich mein Fill Light. Das hat eben kein so ein Diffusor drauf, weil der nutzt einfach die Wand als Reflektor. Und das ist mein Keylight, der hat dafür den Diffusor von dem drauf, doppelt also, sodass wenn ich hier sitze, schön von da beleuchtet wäre. Hier kommt das Fill Light her, das Licht betrifft mich eigentlich kaum, da ist die Kamera und da hinten ist das Backlight. So schaut das Studio-Setup aus und das ist echt nicht groß. Ich nutze jetzt schon eine Weile den Greenscreen. Nutzt du auch den Greenscreen? Hättest du damit gerechnet, dass ich einen Greenscreen nutze? Lass es mich wissen, indem du einen Kommentar unterhalb des Videos schreibst. Wenn dir das Video gefallen hat, würde es mich freuen, wenn du auf Gefällt mir drückst. Und falls du es noch nicht gemacht hast, vergiss nicht, meinen Kanal zu abonnieren, um keins meiner Videos zu verpassen. Danke fürs Zusehen, bis zum nächsten Mal. Ciao!